Guten Morgen. Guten Morgen. Heute haben wir eine Tour vor. Es ist wunderbares Wetter und Sonnenschein für den ganzen Tag. Also wir haben auch kaum Regenwahrscheinlichkeit. Ja, was haben wir vor? Wir wollen einmal, wie gesagt, die Tour machen. Andererseits wollen wir jetzt mal den Garmin testen. Wir haben jetzt über Naviki die Tour mal vorgeplant. Es geht so Richtung Eurovelo 15 grob und kommen dann über die Felder dann wieder zurück. Und soll jetzt ein Test einfach sein, wie weit funktioniert es mit Naviki, wie weit funktioniert es dann, wenn man Naviki-Daten auf Garmin speichert. Das ist mal so das Vorhaben. Außerdem natürlich eine schöne Radtour bei schönem Frühjahrswetter mit vielen Blüten. Ja, und dann werden wir weiter berichten von unterwegs. Gut, bis später. Jetzt geht es erstmal nur am Rhein entlang. Ja, bei herrlichem Wetter und zunehmendem Fußgänger- und Radverkehr. Erwartungsgemäß. Ja, wir erreichen jetzt das Kulturwehr in der Nähe von Kehl. Das ist übrigens hier der Eurovelo 15. Und ja, weiter geht's. Gibt es auch immer wieder solche Altrheinarme, die wirklich absolute Naturparadiese sind. Ein paar Kilometer weiter gibt es ein bekanntes Naturschutzgebiet, den Taubergießen, das ist auf der Höhe von Rust, also direkt am Europapark. Ich finde, der gibt nicht so viel her, als solche etwas unbekannteren Ecken wie hier, auch etwas oberhalb bei Altenheim ist es sehr schön. Das ist eben sehr schön, wenn man auch mal ein bisschen abseits der üblichen Strecken, das ist jetzt hier die übliche Strecke, fährt. Da gibt es wirklich ganz tolle Ecken. Gerade jetzt im Frühling und auch im Herbst sind ja sehr schöne Jahreszeiten.
Alles steht hier in voller Blüte. Ganze Bäume. Sehr schön. Keine Ahnung, ob man das Gänsetrio gesehen hat. Auf der Action Cam ist es immer ein bisschen schwieriger, aber gehört bestimmt. Die sind inzwischen auch allgegenwärtig. Ja, wahrscheinlich Kanada oder Nilgänse. Ja, da müssen wir jetzt rüber. Ja, hier ist auch ein schöner Platz zum Rasten. Wer nicht über diese Brücke will oder kann, die ist also kurz vor der Pflimlinbrücke, so 300-400 Meter davor. Der kann auch links rumfahren, kommt dort an den Goldscheurer Baggersee, kann diesen rechtzeitig umfahren und kommt dann wieder auf die normale Straße, kann dort auf dem Radweg dann einfach Richtung Pflimlinbrücke weiterfahren. Das ist ein Umweg vielleicht von, keine Ahnung, 200-300 Metern, das ist also nicht so viel. Und man muss nicht über die Brücke, die eben 2-3 Treppenstufen hat. Aber wir gehen über die Brücke, wir versuchen zumindest teilweise dem Garmin zu folgen, was im Allgemeinen gut klappt und nicht am Garmin liegt, sondern daran, dass es einfach schwer leserlich ist auf diesem komischen Teil da, was Susanne da hat. Hier vor uns ist jetzt die Pflimlinbrücke, also die Brücke, die wir auf einem der letzten Videos hatten, als wir nach Frankreich sind. Und das ist eben die normale Autobrücke mit entsprechendem Verkehr. So, hier links von uns ist einer der Frachtschiffe, die auf dem Rhein unterwegs sind. Man kann natürlich auch hier unten am Rhein-Seitenkanal entlang fahren, wenn man da auf der östlichen Seite fährt. Ist auch sehr schön, sieht man auch ein bisschen was von den Auwäldern. Kommt natürlich nicht so schnell voran wie hier oben, das ist kein Thema. Aber wenn man nicht gerade Kilometer machen muss und ein bisschen was von der Natur sehen will oder ein bisschen mehr von der Natur sehen will als hier oben, ist das durchaus eine ganz passable Option. Aber halt auch unwegsam, sind halt Waldwege. Hier links sehen wir übrigens eines der hier relativ häufigen Rückhaltebecken. Das heißt, wenn der Rhein Hochwasser hat, werden hier die Schleusen aufgemacht und das Gebiet geflutet, um die Gebiete rheinabwärts ein bisschen zu entlasten. Ich glaube, das ist hauptsächlich auch für die Holländer, die natürlich sehr tief liegen. Und wenn es Hochwasser gibt, entsprechend große Probleme haben. Dann werden diese Gebiete hier einfach, werden diese Gebiete geflutet und man kriegt eine gewisse Entlastung. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Das habe ich jetzt mal bemerkt. Navi lotst uns jetzt wahrscheinlich um das Meisenheimer Kieswerk rum. Gut, ich werde es durchgefahren, muss ich sagen. Ist Samstag, die arbeiten nicht. Aber gut. Ja. Wir folgen dem Navi. Auch mal ganz interessant, weil hier bin ich glaube ich noch nicht gefahren. Geht es also hier rum. Also wir fahren hier ein Stück und dann machen wir einen großen Bogen und kommen wieder auf den Weg zurück. Aha, okay, also wir machen einen großen Bogen. Gut. Wir fahren regelkonform außenrum.
Und da geht's weiter. So sieht im Moment unser Weg aus. Das ist die Umleitung um das Kieswerk, weswegen wir vorhin vom Rhein weg sind. Ist also ein bisschen abenteuerlich, aber ja, bisher zu bewältigen. Jetzt kommen wir langsam an den Rhein. Es ist hier eine sehr schöne Passage und ja, der Weg ist jetzt auch wieder besser als vorhin. Ja, macht hier Spaß. Da oben ist jetzt der Rheinübergang Richtung Elsass und hier verlassen wir jetzt auch den Rhein. So, wir fahren jetzt Richtung Ottenheim, das heißt wieder Richtung Kehl zurück. Ja, unser nächstes Ziel wird jetzt Kittersburg sein. Und von dort planen wir weiter Richtung Eckartsweier zu fahren. Also nähern uns jetzt allmählich Kehl. Ach, hier ist wieder eine ganz nette Abendstimmung jetzt inzwischen. Wir haben jetzt 16:34 Uhr und wir fahren jetzt Richtung Eckartsweier. So, jetzt haben wir unsere Tour für heute beendet. Wir sind jetzt wieder bei uns zu Hause im Garten. Ja, sind vor ein paar Minuten angekommen und die Tour war sehr schön. Sie war ungefähr 79 Kilometer lang und die Wege waren direkt am Rhein, wenn man da fahren will, wirklich nicht gut. Teilweise, ja. Also teilweise war es auch in Ordnung, aber teilweise nicht so gut und teilweise war es halt Sand zwischen Kies, das heißt es war da ständig abgebremst und ein großes Stück war auch mit dicken Steinen besetzt, das heißt es ist nicht gerade so gut für die Reifen. Ja, ansonsten Rückweg haben wir über die Dörfer gemacht, das war ganz okay so. Wetter war herrlich den ganzen Tag, heute wirklich ein wunderbarer Frühlingstag. Mit entsprechender Natur natürlich auch mit Tieren und alles am Blühen und sehr schön. Ja, hat Spaß gemacht das Ganze.
Ja. Also dann, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.